Erkennt dein Controller auch ständig irgendwelche Eingaben, wobei du die Joysticks gar nicht berührst? Das kann super nervig sein. Aber mit dem Problem bist du längst nicht allein. Seit dem Release der PS5 und den damit zusammenhängenden Controllern tritt bei immer mehr Leuten der sogenannte Stick Drift auf. Ich zeige dir, wie du mit minimalem Aufwand und ohne jedes Vorwissen das Problem ganz einfach selbst beheben kannst. Und du wirst überrascht sein, wie günstig das Ganze ist. Fangen wir an. Wie erkenne ich den Fehler? Ob dein Controller für die Reparatur in Frage kommt, kannst du ganz leicht rausfinden. Sofern du ein iPhone hast, holst du dir die App Game Controller Tester. Wenn du Android benutzt, heißt die übrigens genauso. Die genauen Links zu den Apps findest du dann unten in der Videobeschreibung. Jetzt verbindest du den PS5-Controller per Bluetooth mit deinem Smartphone. Einfach am Controller die PS- und die Share-Taste gedrückt halten, bis die LEDs rund um das Touchpad blinken. Im Smartphone dann die Suche nach dem Bluetooth-Gerät starten und mit dem Controller verbinden. In der eben runtergeladenen App sehen wir jetzt, welchen Button oder welches Joystick wir auf dem Controller gerade drücken. Für Android gehen wir hier in der App auf Game Controllers und dann auf PS5 Controller. Und wir sehen sofort, der rechte Joystick registriert eine Eingabe, wobei ich hier gar nichts drücke. Das ist der sogenannte Stick Drift. Oft tritt er auch erst auf, wenn man den Joystick das erste Mal bewegt hat und er dann halt nicht wieder in die Nullposition zurückgeht. Ich kann jetzt auch nochmal den linken Joystick ein bisschen bewegen, dass man einfach sieht, wie das aussieht in der App, wie das dargestellt wird, wenn man hier eine Eingabe tätigt. Und genau, das Ganze machen wir jetzt nochmal für die App für iOS, fürs iPhone. Da sieht die App ein bisschen anders aus und ich kann auch hier jetzt einfach mal den rechten Stick ein bisschen bewegen und man sieht sofort, auch wenn ich den loslasse, dass der nicht in die Nullposition zurückgeht und auch so eine Ghost-Eingabe hat. Der bewegt sich so ein bisschen, wobei ich da gar nichts dran mache. Und genau das Problem können und werden wir jetzt auch beheben. Also bevor du dir jetzt einen neuen Controller kaufst, lieber hier mal weiterschauen. Welches Werkzeug wird benötigt? Tatsächlich brauchst du echt nicht viel Werkzeug für die Reparatur. Theoretisch reicht ein kleiner Kreuz- und ein flacher Schlitzschraubendreher und ein Plektrum zum Aufhebeln des Gehäuses. Eine Pinzette für den späteren Einsatz der Kontakte ist auch sehr hilfreich. Benötigen tust du zusätzlich am besten hochprozentigen Isopropanol, also Alkohol, zum Reinigen der Kontakte. Zur Not reicht auch handelsübliches Desinfektionsmittel. Wie behebe ich jetzt das Problem? Dann geht's erstmal jetzt an die Blende. Die macht man nämlich an der Unterseite als erstes mit so einem Schraubendreher erstmal ein bisschen auf. Mit so einem kleinen Plektrum muss man unten 2 Haken lösen und kann die dann nach oben hin abziehen. Ja, dann haken wir einmal unter R1 und L1 drunter und holen die Tasten raus, weil darunter sind die Schrauben, die das ganze Gehäuse zusammenhalten. Jo, und dann können wir die beiden Schrauben direkt lösen und an der Unterseite sieht man auch nochmal 2 Schrauben, die können wir auch direkt mit abschrauben. Jo, und dann können wir jetzt das Gehäuse auseinandernehmen. Da müssen wir darauf achten, dass erstmal die beiden Clips in der Mitte gelöst werden, damit die nicht abbrechen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man das komplette Gehäuse von unten nach oben hin aufklipsen. Es kann sein, dass es an den Tasten R2 und L2 ein bisschen hängt, dann kann man mit etwas mehr Kraft einfach ziehen. Da ist jetzt die Batterie direkt vor uns, beziehungsweise der Akku. Von dem lösen wir einfach mal den Stecker und können dann den Akku auch direkt rausnehmen. Darunter befindet sich dann die Blende, die den Akku hält. Die ist mit einer Schraube befestigt. Das Ganze nehmen wir dann auch einfach mal schnell ab. Und da müssen wir jetzt vorsichtig sein, und zwar ist eins der Mikros an der Blende befestigt. Da müssen wir zuerst das Flexkabel von der Platine abziehen, damit wir das Ganze nicht auseinanderreißen. Dann können wir die Blende zur Seite legen. Das zweite Mikrofon können wir dann auch schon von der Platine lösen. Genauso wie das Flexkabel, was blau gekennzeichnet ist. Da kann man direkt an der blauen Lasche ziehen, um das von der Platine dann abzuziehen. Und die beiden seitlichen Flexkabel können wir auch von der Platine einfach abziehen. Jetzt können wir die Platine nach unten klappen, aber Vorsicht, die hängt noch an Drähten fest und das bleibt auch so, weil die Reparatur sonst zu kompliziert wird. Am besten legst du dir irgendwas unter die Platine, weil wir jetzt in dieser Position weiterarbeiten werden. Und jetzt sehen wir schon die beiden Joysticks hier. Da können wir schon mal die schwarzen Kappen einfach abziehen. Und an den beiden Joysticks sehen wir jetzt in Türkis jeweils
Schleifkontakte bzw. Potentiometer sind es. Und das sind die kleinen Scheißerchen, die Probleme verursachen, und zwar verdrecken die. Und wir müssen alle 4 reinigen. Das Problem ist, wir können die nicht abnehmen, weil die festgelötet sind. Das wäre ziemlich kompliziert. Und deswegen zeige ich jetzt hier erstmal anhand eines ausgebauten Potentiometers, der sieht dann so aus, wie man den auseinander nimmt und reinigt. Und danach zeige ich nochmal, wie das Ganze dann gemacht wird, wenn man sie eben nicht abbauen kann, sondern wenn wir das Ganze reinigen, während sie noch auf der Platine montiert sind. Und zwar müssen wir diesen weißen Kontakt aus dem türkisen Gehäuse entfernen. Merkt euch, wie herum das Ding eingebaut war. Und dann sehen wir auch direkt schon, wo das Problem liegt. Und zwar sind hier die Kontakte auf beiden Seiten, sowohl türkis als auch weiß, komplett verdreckt. Und die reinigen wir jetzt erstmal mit ein bisschen Alkohol. Wir haben hier Isopropanol dafür. Erstmal einen Q-Tip, ein bisschen tränken mit Isopropanol und das Ganze dann auf die Kontakte, auf beide Seiten der Kontakte aufbringen, ein bisschen einweichen lassen, eine Minute und dann nochmal mit einem Q-Tip richtig hinterhergehen, bis dann alles an Dreck da entfernt ist. So, in der Realität, habe ich ja gesagt, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wir demontieren die nämlich nicht. Ihr nehmt euch einfach einen flachen Schraubendreher, einen möglichst dünnen, flachen und biegt quasi das Türkise von dem Gehäuse der Joysticks etwas nach hinten. Die sind seitlich eingehakt. Passt auf, dass ihr diese Haken nicht mit abreißt. Das Ganze kann ein bisschen schwerer von der Hand gehen. Und knickt die nicht ganz nach hinten, weil das sonst sein kann, dass die abbrechen. Also wirklich so 45 Grad maximal nach hinten weg biegen. Das reicht. Wir müssen ja nur gerade rankommen, um das Ganze zu säubern. Und dann, wie eben bei dem ausgebauten Potentiometer, hier jetzt nochmal zu sehen, wir nehmen den weißen Kontakt raus und säubern dann sowohl einmal die Kontakte in dem türkisen Gehäuse des Potentiometers, sowie auch die Kontakte an dem weißen Teil. Ich gehe dann hier nochmal mit einem trockenen Q-Tip hinterher. Den kann man auch so ein bisschen drehen, den Q-Tip. Halt einfach, dass man wirklich komplett den ganzen Kontakt auch bis nach unten hin in alle Ecken sauber gemacht hat. Und hier sieht man jetzt schon, wie dreckig das Teil ist. Das ist nämlich Abrieb, alles Mögliche. Einfach dadurch, dass der Kontakt sich hier die ganze Zeit bewegt, bisschen quasi Abrieb erzeugt wird. Und den ganzen Dreck, den haben wir jetzt gerade entfernt. Und beim Zusammenbauen jetzt darauf achten, dass das ganze Teil, also das weiße Teil, muss so eingesetzt werden, wie das jetzt hier im Video gerade zu sehen ist, mit diesen 2 schwarzen Pins rechts und links, dass die nach unten zeigen. Setzen wir den weißen Kontakt in das türkise Gehäuse ein und klipsen dann das Gehäuse mit etwas Kraft an den Joystick wieder ran. Das muss wirklich richtig Klick machen. Und ob der dann wirklich richtig sitzt, das sieht man sofort, wenn man jetzt einfach mal den Joystick ein bisschen nach links und rechts bewegt. Diese Säuberungsaktion müsst ihr jetzt für alle der 4 türkisen Potentiometer einmal durchführen. So, nun kann es passieren, dass der Lautsprecher bei dem Auseinanderbauen mal rausgefallen ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Baut den einfach so wie im Video zu sehen, mit den beiden Kontakten nach rechts zeigend, wieder in das Gehäuse ein. Also einfach hineinlegen. Festgeklemmt wird der dann später von allein. Und diese Kontakte von den Tasten, die vorne liegen, die sind da so festgeklipst. Und ihr solltet jetzt sicher gehen beim Zusammenbauen, dass die auch auf jeden Fall wieder über diese beiden Pins festgeklipst sind. Und wenn sie das sind, dann können wir jetzt direkt weitermachen. Dann setzen wir jetzt die beiden Kappen für die Joysticks wieder auf und müssen beim Umdrehen und Einsetzen der Platine darauf achten, dass wir keins dieser Flexkabel mit einklemmen. Also die alle schön zur Seite, ein bisschen zur Seite drücken und dann die Platine einsetzen, sodass wir später an die Flexkabel wieder rankommen, um die auf die Platine zu stecken. Jetzt müsst ihr den Controller in der Hand halten, weil sonst durch die Joysticks die Platine wieder rausgedrückt wird. Und während ihr den mit einer Hand festhaltet, müsst ihr dann die Flexkabel, wie im Video zu sehen, wieder auf die Platine draufstecken. Wirklich komplett bis zum Ende des Kontakts draufstecken.
Dazu gehören dann die beiden seitlichen Flexkabel sowie das blaue oben und das vom unteren Mikro. Dann kann direkt die Akkuhalterung wieder aufgelegt werden. Müsst ihr mal gucken, ob die wirklich richtig sitzt. Und wenn sie das tut, dann direkt mit der Schraube fixieren. Und ab dem Zeitpunkt müssen wir jetzt auch nicht mehr den Controller in der Hand halten, sondern können den für die weitere Montage ablegen. Wer hätte das gedacht? Wir nehmen uns jetzt natürlich direkt den Akku zur Hand und stecken den mit seinem Kontakt auf die Platine und dann den Akku in die Akkuhalterung. Die Kabel vom Akku so ein bisschen zur Seite in die Lücke drücken, damit die später bei der Montage nicht im Weg stehen. Dann setzen wir das zweite Mikro jetzt unterhalb von der Akkuhalterung ein und klipsen das Flexkabel von diesem Mikro auf die Platine. Die Rückseite kann jetzt auch wieder montiert werden. Das machen wir zuerst an der oberen Seite. Das bedeutet also an der Stelle, wo L2 und R2 sind, schön zusammenklipsen und dann nach unten hin runterarbeiten, bis alles komplett ohne Spalt zusammengeklipst ist. Und bevor wir das Ganze jetzt wieder zusammenschrauben, können wir einmal vorne an dem USB-C-Port gucken, ob der richtig sitzt. Daran können wir nämlich ausmachen, ob die Innereien, also quasi die Platine, wirklich in der richtigen Position sitzt und eingebaut wurde. Und wenn das so aussieht wie hier im Video, dann können wir fortfahren und alle Schrauben am Gehäuse jetzt wieder befestigen. Und zu guter Letzt kommt dann die schöne schwarze Blende wieder. Die wird mit diesen beiden Spitzen vorne zuerst untergehakt, dann über die Joysticks eingesetzt und nach unten hin festgeklipst. Jetzt noch L1 und R1 wieder einsetzen, festklipsen und der Umbau ist fertig. Man kann seinen PS5-Controller übrigens auch selbst mit Pedals ausstatten und den Auslöseweg von L2 und R2 verkürzen. Damit hast du einen riesigen Vorteil bei Shootern. Natürlich könnte man jetzt auch einfach den neuen und super teuren DualSense Edge Controller dafür kaufen. Aber wieso kaufen, wenn du es selbst günstiger machen kannst? Ein Video dazu findest du hier.